2019. Wir wissen noch nicht, wie es wird, aber eins wissen wir: Es wird ein wunderbares Automobiljahr für Leute, die gerne campen, in Urlaub fahren und mit tollen Wagen bestückt im Jahr 2019 hoffentlich so einen Jahrhundertsommer erleben werden, wie wir im Jahr 2018 hatten. Hier ist mal wieder Jürgen Jung von WVS. Das ist wohnmobilesaarland.de. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Ja, du warst auf der großen Messe. Ja, ich war auf der großen Messe in Düsseldorf und habe dieses Auto mitgebracht. Das ist ein 2019er Moveo. Genau, ein 2019er Moveo ist heute Morgen vom LKW geladen worden. Ist das erste Auto, was wir jetzt für 2019 schon bekommen. Um das zu erklären, alle Modelle, die nach der Messe in Düsseldorf jedes Jahr erscheinen und kommen, sind dann auch schon die neuen Modelle fürs kommende Jahr. Deswegen auch schon das 2019er Modell. Wir kennen ja die Fahrzeuge, die wir bisher hatten, von der Marke Bavaria. Und das ist das gleiche Fahrzeug, heißt jetzt nur wegen Namensrechtsproblemen für den deutschen Markt eben Moveo. Ansonsten ist das Fahrzeug gleich. Ich habe gehört, in Frankreich heißen die weiter Bavaria, aber in Deutschland heißen die Moveo. Und wir haben hier einen ersten Vertreter, den haben wir, das 2018er Modell hatten wir schon mal gefilmt. Das war auch direkt nachdem wir es gefilmt hatten, dann ausverkauft bei dir nahezu. Und jetzt kommen die ersten 219er und die haben einige schöne Änderungen. Genau, also die 218er Modelle, sprich also bis zur Messe, haben wir jede Menge von verkauft, von Schleswig-Holstein, sage ich, bis runter bis zum Bodensee. Und das sind die 19er Modelle, die nochmal aufwertiger gemacht sind, vor allen Dingen im Innenraum, wo ein paar technische Veränderungen gekommen sind, die für jeden Mieter oder Käufer dieses Fahrzeugs, glaube ich, sehr entgegenkommen. So, das ist eine schöne, ich sag mal, Spezialklasse bis 6 Meter, sage ich mal. Das heißt, der ist noch einigermaßen handlich. Ist er über 6? Ja, ist über 6. Ist über 6. Ja, ist 6,30, weil er hat die ganz begehrten Längsbetten drin. Sprich, man braucht eben nicht hinten Für lange Personen. Für lange Personen, und man braucht nicht übereinander zu krabbeln, wenn man schläft im Querbett. Da muss hier immer einer über den anderen krabbeln. Hier kann ich halt separat jeder aus dem Bett aussteigen und kann halt eben das Fahrzeug verlassen oder auf die Toilette gehen nachts oder. Das ist zum Beispiel ein gutes Argument. Allerdings sind, klar, das sind jetzt 6,30 Meter, trotzdem ist er ist extrem kompakt, er ist recht schnell. Das heißt, ich habe da nicht so die Einschränkung beim großen Wohnmobil, wo ich so eigentlich mich wohlfühle bei, ich sag mal, 100. Hier ist es durchaus möglich, 120, 130 durchgehen bis zu 150. Ja, also die Fahrzeuge sind sehr agil. Der hat jetzt 150 PS. Und ist so, dass die halt sehr begehrt sind, weil sie halt im täglichen Gebrauch auch gefahren werden wie ein Pkw als Zweitfahrzeug. Man kann sie in den Städten einsetzen und trotz der Länge von 6,30 Meter ist es halt so, dass man mit dem Fahrzeug alles machen kann. Und die Nachfrage dieser Fahrzeuge ist sehr, sehr groß. Und von daher auch sehr begehrt und sehr beliebt. Das ist das stärkste oder eines der am stärksten wachsenden Segmente ist das Kastenwagensegment. Genau, Kastenwagensegment und die kleinen, leichteren Fahrzeuge, die dann auf TF6-Basis oder als Campster aufgebaut werden, die wir ja auch beide verkaufen. Genau, von außen ganz neu sind die Fenster hier. Genau, also das ist die erste Änderung zum Modell 18. Da sind jetzt größere Seitenfenster drin, also jeweils über den beiden Betten, rechts und auf der linken Seite. Ja, dafür sind die beiden Heckfenster hinten weggefallen, was mir auch sehr entgegenkommt, weil man sieht hier, wenn der Radträger, der serienmäßig auf dem Fahrzeug drauf ist, hier integriert ist und man hat jetzt dahinter ein Fenster, dann ist der Lichteinlass eben nicht so groß und man guckt halt immer im Prinzip von innen gegen den Radträger. Deswegen macht das Sinn, die hinteren wegzulassen und dafür schöne große Flächenfenster. Sieht man auch flächenmäßig eingesetzt. Die sind fast bündig, oder? Fast bündig, genau eingesetzt. Du siehst abgetönt, du siehst nichts von innen. Wenn du jetzt von außen nach innen schaust, siehst du keinen Innenraum, siehst nichts drin, spiegelt. Genau, und das ist halt ein sehr, sehr großer Vorteil für die Fahrzeuge jetzt der 19er Generation. Genau, wir gehen am besten mal rein. Es regnet ein bisschen, das hatten wir selten dieses Jahr. Oder vielleicht mal gerade das Heck, da gibt es eine Besonderheit. Genau. Heck, das ist vielleicht ganz interessant, weil das ist mit die größte Besonderheit, die bei diesem Fahrzeug ist. Jetzt neu, 2019? Genau, neu 2019. Ein kleines Problem bei den Kastenwagen war immer, dass man keinen Laderaum hatte, für zum Beispiel hinten mal ein E-Bike reinzustellen. Teure E-Bikes, die man nicht gerne... Die man nicht gerne draußen lässt oder auch problematisch nur auf den höheren Ständer drauf bekommt. Ja, siehst du, da gibt es jetzt, der Innenbau ist nach hinten versetzt und ich habe die Möglichkeit, das hier hochzuklappen während der Fahrt und hier kann ich problemlos eben ein E-Bike reinstellen.
während der Fahrt oder Tische oder ein Stuhl oder Koffer oder. Und trotzdem... Und das hält auch so an der Und Position. trotzdem, das hält in der Position, das kann ich feststellen. Und trotzdem hast du die Möglichkeit, 2 11 Kilo Flaschen reinzubekommen. Und trotzdem hast du noch Staumöglichkeiten. Gut, das hier ist natürlich, wenn ich das Fahrzeug im Alltag benutze, auch sehr praktisch. Es geht ja nicht nur ums Fahrrad, hier kann ich auch mal was transportieren, kann den großen Einkauf reinmachen, mit allem drum und dran. Wenn ich die 11 Kilo Flaschen nicht drin habe, dann kann ich das auch noch nutzen. Genau, also es ist sehr, sehr schön zu nutzen. Und es gibt noch eine Neuheit, die bei dem Fahrzeug noch nicht integriert ist, weil das habe ich schon auf der Messe bestellt gehabt. Und ab sofort gibt es auch die Fahrzeuge mit einer integrierten Bodenschublade. Ja. Da ist in dieser Bodenschublade ist sogar ein Tisch und 2 Stühle integriert, die man rausnehmen kann. Kann ich die Schublade hier rausziehen und in diesem Tisch, in dieser Schublade ist dann ein Tisch und 2 Stühle integriert, die ich dann fix und fertig immer im Fahrzeug drin habe, ohne dass ich mir was anderes kaufen muss, sodass ich oben drüber immer Platz behalte. Was auch ziemlich toll ist, das zeigen wir gerade hier nochmal von draußen, man hat eine riesen Durchlade. Ich habe es eben mal versucht reinzufilmen, weil es ist... Hinten ist ein Brett noch davor, das kann man noch rausziehen, dann hast du eine Durchlade von 4 Meter, 5 Meter. Ski, längere Ikea. Sachen, Ikea, alles Mögliche kannst du reinladen ohne Probleme. So, wir gehen mal schnell rein. Es regnet, nicht, dass die Kamera kaputt geht. Haben wir gleich drin. Und ja, innen drin, ich habe das Gefühl, die Fahrzeuge, die werden immer geräumiger. So, jetzt fährt hier unten direkt mal von Thule, das ist dabei, richtig? Das ist dabei, das ist serienmäßig im Fahrzeug. Der Einstieg elektrisch natürlich. Genau. So, ich setze mich hier hin. So, warte, Dann sitze ich schon mal gut. ich gehe mal kurz rein, damit es nicht mehr so regnet. Denn das ist ja ein Riesenvorteil beim Wohnmobil, wenn es regnet, kann man reingehen. Kann man reingehen, genau. Also diese Treppe ist automatisch mit drin in dieser Vollausstattung, die bei uns im Prinzip nur so genommen wird. Das Fliegengitter, was man jetzt hier sieht für die Fahrertür, Ist ja super. ist automatisch mit drin. Die Markise, die wir außen gesehen haben, die Thule-Markise, ist automatisch mit drin. Und der Radträger, den wir hinten gesehen haben, ist auch im Preis schon mit drin. Das ist gut, Thule? Thule ist eigentlich der führende Hersteller in dem Bereich, was Markisen und Radträger angeht. Es gibt was Tolles, das hier ist die Heizung, das ist eine Kombi-Heizung, nehme ich an. Genau, das ist eine Kombi 4, die über Gas läuft. Und das kann ich halt hier im Prinzip über dieses Thermometer hier oben alles steuern. Einmal die Raumtemperatur, die Wassertemperatur, den Lüfter. Ich kann per Zeit steuern und kann halt auch nochmal mir andere Daten anzeigen lassen, was die Heizung betrifft. iNet Ready heißt, ich kann mit einer App und einem kleinen Zusatz, den kann man montieren, kann ich das fernsteuern. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das im normalen Betrieb habe, die Standheizung zum Beispiel schon mal anwerfen. Genau, man kann dann vom Handy aus die Heizung anschmeißen, wenn man zum Beispiel im Wintersport ist und man weiß, man ist in einer Stunde jetzt da, man möchte gern warm haben, macht man die Heizung an und man kann alles über die App steuern. So, und das ist schon mal ziemlich wichtig. Das Ganze ist auch von einer der Marktführer, ist durchaus Truma, kann man sagen. Es gibt im Prinzip kein anderer Hersteller mehr in diesem Bereich wie nur Truma. Es gibt noch Alde, aber verschwindend gering. So, jetzt ist auch die Dämmung, wir nehmen da mal 1, 2 Takte, vielleicht fangen wir noch mal ganz unten an, bevor wir nach vorne gehen. Das Fahrzeug ist durchaus auch geeignet für einen Wintereinsatz. Genau, die sind alle winterfest, auch die Böden sind isoliert von unten. Das gibt gar keine Probleme, dass man damit nicht in Skigebiete fährt und auch im Winter bei Minustemperaturen irgendwo stehen bleibt an einer Liftstation und dann eben im Prinzip 2, 3 Tage Ski fährt. So, dann, ich muss mich mal ganz kurz mal organisieren, dass wir die Neuigkeiten 2019 direkt mal zeigen. Da gibt es ein großes Display hier oben. Genau, hier, da ist jetzt kein Strom drauf. Wie gesagt, das Fahrzeug ist halt morgen erst gekommen, deswegen ist das noch gar nicht in Betrieb genommen. Also anstelle diesem Display, was sonst immer im Fahrzeug integriert, verbaut ist, in den Wänden verbaut ist, gibt es jetzt dieses kleine Tablet. Das Die man Haustechnik, für die Haustechnik, wo man alles ansteuern kann, auch Beleuchtung ansteuern kann. Das kann man wegmachen, kann man auch mit rausnehmen und kann von draußen das Ganze auch steuern. Echt? Das ist, ja. Cool. Und wenn es entsprechend weg ist, das ist wahrscheinlich ein Android-Tablet. Genau, ist ein Android-Tablet, geht über Funk. Dann ist diese Klappe hier oben ist neu. Das ist bisher nie gewesen. Die waren oben offen, immer diese Stauräume über dem Fahrerhaus. Das ist jetzt auch neu. Ich zeige mal gerade die Scharniere, dass man das mal sieht, also wie gut das verarbeitet ist auch alles. Und das Ganze wirkt sehr wertig, was auch wirklich neu ist. Ich sag mal, ist so die Verbindung mit dem Hochglanz, das war bei dem alten, glaube ich, auch schon. Das aber war bei dem alten auch schon. Es gibt 2 verschiedene Farbtöne. Den haben wir jetzt mal in Weiß genommen, weil viele Leute auch dieses Weiß mögen. ist Das nicht Helle. so, das Schwarze es war wirkt so, größer, Schwarze es war wirkt cool. räumlicher. Ja. Und dieses Helle ist halt auch sehr schön. Und du hast diese Hochglanz. Du siehst, ich fahre mit den Fingern drauf. Es gibt keine Touchen. Viele Leute glauben immer, sie nehmen was Mattes, weil es pflegeleichter ist. Pflegeleichter ist das Hochglanz halt. Ne?
Das ist halt genau das, was jetzt in den neuen Modellen auch so ist. Aber das war in den 18er Modellen auch so. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, nochmal aufmachst, da ist nämlich links der automatische Sattfinder. Genau, drin. da ist der Sattfinder drin. Da braucht man im Prinzip nichts zu machen. Das geht alles über die Fernbedienung. Das ist Fernsehen. Und das ist das Fernsehen. Jetzt dieses Jahr auch mit dem integrierten Receiver. Also bei den 18er Modellen hatten wir noch keinen integrierten Receiver. Da ist jetzt auch der integrierte Receiver drin. LED-Bildschirm, 18 Zoll. Und dieses kleine Regälchen hier unten mit dieser Plexiglasleiste ist neu. Das war im 18er Modell auch nicht so gewesen. Ist auch alles ziemlich schön gemacht. Zeigt das mal gerade. Hier ist der Antennenanschluss mit drin. Natürlich mit 12 Volt 12 Volt an jeder Ecke. Hier ist auch nochmal im Schrank ein USB-Stecker oben drin, wo man zweimal USB einstecken kann. Da kann ich zum Beispiel die Handys reinlegen zum Kann man Laden. die Handys reinlegen zum Laden, Ja, genau. auflassen, Was genau. immer wichtig ist, was ich immer gerne sage, ist diese zusätzliche Dämmung an den Außenwänden. Das so sieht ein aus bisschen wie ein Flugzeug. Wie ein Flugzeug. Dadurch wird das Fahrzeug sehr, sehr leise. Bestätigen mir immer alle Käufer des Fahrzeugs, dass sie noch nie in einem Fahrzeug waren, was so leise ist. Du siehst auch die hochwertig gemachten Ledersitze. Wenn du siehst, wie die abgenäht sind, das italienische Leder, das ist schon sehr, sehr hochwertig. Jeans, hell. Kein Problem. Wir haben ja die Fahrzeuge mit den hellen Ledern auch dieses Jahr schon in der Vermietung eingesetzt und wir sind sehr, sehr zufrieden damit, weil es weniger empfindlich ist wie jeder Stoff. Vor allen Dingen, man kann alles wegwischen, wenn mal was drauf kommt. Abwaschen. Das heißt, wenn Genau. das Kind mal den Joghurt. Joghurt, egal was, fahrt drauf. Schokolade bei mir immer auf dem Fahrersitz, weil ich während der Fahrt Schokolade esse. Man geht mit feuchten Lappen drüber und dann ist es weg. Ich kann hier das hier auch noch ausklappen. Das habe ich schon mal gesehen. Das heißt, ich kann also jetzt im gedrehten Betrieb kann ich das erweitern. Genau, du kannst diesen Tisch, der ist hier ist so ein Hebel, den zieht man hier raus und dann kann man eben den unteren Tisch einmal rausklappen. Ich setze mich mal hin und diesen Stuhl kann man ja auch drehen und dann Das ist stabil, wenn du mal kurz am wackelst. also das ist ganz normal fest, das hängt hinten in der Schiene ein. Genau. Das ist so wie Es macht auch einen sehr wertigen Eindruck. Man hat jetzt hier die Kanten, die sind komplett in so einer Art Edelstahloptik gebürstet. Edelstahloptik, ja, gebürstet, verleimt. Also das macht alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Du siehst auch, dieses Lenkrad ist Leder überzogen, also kein Plastik. Ja, was du nicht siehst, ist das Navigationssystem. Das ist noch nicht eingebaut, 7 ja. Zoll, das bauen wir immer erst später ein, damit es auch nicht geklaut wird. Das ist auch mit Android. Mit Android-System, genau. Man kann während genau. der Fahrt ins Internet gehen, man kann Google abfragen, man kann alles machen. Man kann Stellplätze sich raussuchen in den Entfernungen. Radiosender hören. über Radiosender Internet. hören, DAB-Radio mit drin, alles mit drin. So, hier vorne ist der Pilotensessel. Die sind sehr bequem, wenn dich noch mal kurz reinsetzt. Also da sitzt man wirklich sehr, sehr gut drin. Man kann die in der Höhe verstellen. Es sind Höhenverstellungen dran. Du siehst jetzt, der war jetzt ziemlich hoch. Ich gehe jetzt mal eine Etage runter. Man kann die Rückenlehne verstellen. Man sitzt wunderbar hier, um Fernsehen zu schauen. Ich zeig das mal gerade. Also da ist jetzt das Fernsehen. Warte mal, du sitzt hier und da oben ist dann direkt der Blick auf das Fernsehen. Auf das Fernsehen, genau. Das Und kann das man kann ich auch mal noch ziehen. neigen Kann ich auch und verstellen. kann man ziehen. Und man kann es auch rumschwenken, sodass man aus dem Bett auch Fernsehen gucken kann, wenn es sein muss. Genau. So, überlege ich mal gerade, dass wir uns ein bisschen strukturieren. Also wenn du nichts dagegen hast, machen wir vorne. Fangen wir direkt mal an vorne. Integriert sind die Sonnenschutzblenden. Das heißt, also die Sichtblenden, die sind direkt vorne integriert und zwar sehr, sehr schön. Man sieht sie so gar nicht, aber wenn man sie Man sieht sie zuzieht. gar nicht. Also das ist der Verdunklungssystem für die Nacht. Macht man halt hier zu, genau auch hier an den Seiten. Und dann hat man halt die komplette Verdunklung direkt integriert für die Nacht. So, und das Ganze ist auch von innen ist das sehr hell, alles sehr. Das macht unglaublich viel aus, dass es hell ist. Also Genau. fürs Raumgefühl. Fürs Raumgefühl ist das sehr wichtig. Alles das, was hell ist, gibt einen großen Eindruck. Alles das, was dunkel ist, drückt halt sehr stark. Ja. Jetzt ist das hier mal hell, aber es ist trotzdem sehr, sehr modern. Also es ist sehr, sehr angenehm hier. Wenn man so jetzt nicht das Gefühl hatte, so cremeweiß, das hat die Oma gekauft, das ist alles Quatsch. Nee. Ich sag mal so, der eine, der hell möchte, ich sag mal, kriegt ein helles, hat jetzt ein ganz, ganz modernes Design hier drin. Und ich sag mal, wer was Dunkles haben will, kriegt was Dunkles. Man kann beides wählen? Man kann beides wählen. Ich habe den jetzt mal bewusst so in dem hellen gewählt, weil gerade in den 18er Modellen halt die Frage immer war, auch was Weißes zu haben. Und wenn man auf der Messe jetzt war, hat man auch gesehen, dass viele Wohnmobile eben dieses Jahr gerade auf die helle Materialien gehen, weil sie halt vom Raumgefühl halt her sehr groß sind und dadurch halt größer wirken, wie in Wirklichkeit sind. So, bevor wir auf deine Körpergröße eingehen, dass wir mal diesen Sitz hier vorne links kann ich natürlich auch drehen. Den Genau. kann ich auch jetzt
Das kann man sich ja vorstellen. Das hier ist jetzt ein Schalter, 150 PS, damit ist er gut angetrieben? Ja, damit ist er super angetrieben. Also man kommt überall zügig weg und da kann man sogar mit PKWs mithalten mit der Geschwindigkeit, wenn man das möchte, was aber nicht Sinn und Zweck ist eines Wohnmobils. Ja, was ganz Besonderes, was alle Fiat haben und auch viele Citroën, das ist hier in der Mitte angeordnet, nämlich ein integrierter Karten-Buch-Tablet-Halter. Jürgen, Ja. walte mal deines Amtes. Genau, und den kann man hier ausklappen und dann macht man hier den Hebel auf und dann kann man das Handy oder Tablet so quer reinstellen oder man stellt es eben Hochkant rein. hochkant, längs rein. Im Genau, Prinzip das wird auch optimal gehalten. Das ist jetzt für ein Tablet. Man kann aber auch ein großes Handy, ein Tablet oder sowas reinstellen. Das wird dann gehalten. Man kann aber auch oben ein Klemmbrett, wenn du es mal kurz in der Mitte rausnimmst nochmal. Da oben ist ein kleines Klemmbrett. Hier kann Genau. man was Da festklemmen. kann man halt Papiere, Papiere. ja, Sachen festklemmen, Notizen Genau. während der Fahrt. Also für die Globetrotter optimal. Was besonders toll ist, was viele auch vergessen, das sind hier die Flaschenhalter in der Mitte. Es gibt viele Fahrzeuge, die haben viel zu wenig Halterung. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren hier. Ich habe also hier zusätzlich nochmal USB mit drin. Ich habe 12 Volt mit drin an allen Ecken und Enden. Und was natürlich ganz besonders ist, ist dieses wirklich erprobte Fiat-Chassis oder jetzt hier als Kastenwagen. Das ist wirklich eins der absolut meistverkauften Chassis überhaupt im Wohnmobilbereich. Im Moment ist es noch das meistverkaufteste, muss aber dazu sagen, dass Peugeot und Citroën da jetzt auch kräftig am Graben sind. Die sind baugleich, die Citroën? Sind fast, also vom Chassis her baugleich, die Motoren sind im Rumpf gleich, nur die Anbauteile werden halt. Die bauen die zusammen, oder? Genau, werden die halt jeweils zusammen. Genau, das heißt also insgesamt brauche ich mir keine Sorgen zu machen, irgendwo in Europa einen Service zu kriegen, kriege ich überall. Überall, genau. So, jetzt haben wir toll die Mülltrennung. Genau, hier gibt's, das ist auch neu in dem Modell, jetzt im 19er Modell. Im 18er Modell war diese Klappe mit der Schublade, mit der Mülleimer nur. Jetzt sieht man, ist unten was zum Abstellen. Und jetzt kann ich hier rausziehen und da habe ich dann die Müllbox drin, wo ich halt den Müll reinmachen kann und habe das halt ein bisschen separater getrennt. Alles selbst einziehend. Ist die Sicherung, die ist natürlich anders jetzt gelöst. Wenn du mal kurz oben die Schublade rausziehst, bitte. Dann sieht man da oben, man drückt so ganz gleich runter mit dem Finger, Genau. dann geht es auf und zu. Hier sieht man es ganz gut. Und das ist sehr, und wenn es Klick macht, sind Selbsteinzieher. Selbsteinzieher. Bitte nochmal machen. Das habe ich habe es eben zwar gehört, aber das ist, Klack. oh, das ist cool. Bitte nochmal, ich zeige mal gerade das Geräusch. Das ist richtig satt. Aber ein bisschen fester. Das ist cool. Also es macht wirklich einen extrem wertigen Eindruck. Hier ist der Gaskocher. Genau, der Gaskocher, 2 Flammen, Pietrozündung auch dabei, also so, dass man kein Feuerzeug braucht und sich die Finger verbrennt. Bei der Spüle hat man das integrierte Schneidbrett, also und gleichzeitig Abdeckung für die Spüle und kann es gleichzeitig hinlegen und kann eben drauf schneiden, ganz normal. Wenn man denn daraus schneiden möchte, sage ich jetzt mal. schneiden möchte, genau. Aber die allermeisten werden es wahrscheinlich als Abdeckung verwenden, weil sie Angst haben, auszuschneiden, aber man könnte es. So, und jetzt ist hier noch ein Gewürzregal, liebe Frauen der Gunst. Hier unten ist nämlich noch ein Gewürzregal und hier kann man richtig viel abstellen. Oben drüber hat man direkt die Möglichkeit, die wichtigsten Kochsachen zu integrieren. Genau, hier tut man die wichtigsten Kochsachen, die man permanent braucht beim Kochen, tut man hier oben integrieren, reinstellen. Hier ist auch eine Leiste dran, dass möglichst die Sachen nicht umschlagen können während der Fahrt und wenn man die Klappe aufmacht, runterschlagen. Was auch interessant ist, dass die Kochstelle in dem Bereich ist, wo es komplett offen ist. Dass es abziehen kann. Genau, dass es abziehen kann. Also hier habe ich keine Not. So, und du siehst, der große Kühlschrank ist auch drin mit dem großen Eisfach. Wir sind immer noch in einem Kastenwagen. Ja, klar, wir sind immer noch im Kastenwagen. Und vor allen Dingen hochgesetzt. Du siehst, man kann dabei stehen und man kann sauber einladen und entladen, ohne dass man sich auf den Boden legen muss und irgendwo in der Ecke anfängt, im Kühlschrank rumzukramen. Der geht natürlich auf 3 Arten, nehme ich an. Der geht auf 2 Arten. Der geht mit Strom und der geht mit Batterie. Mit Strombatterie. Das Genau. heißt, Auch im Stand nimmt der die Leistung von der Batterie, wenn man das möchte. gut, das heißt, das Gas ist ist für das warme Wasser und zum Heizen. Zum Heizen, genau, für die zwei Sachen. Dann habe ich hier diese ausziehbare Schublade. Da ist ein Schrank drin, groß. Genau, ein Schrank. Da kann ich halt hier Sachen aufhängen für die Frauen, Blusen, Hosen, Röcke, so dass man auch was zum Anziehen, also zum ist Aufhängen riesig. hat. Der Also- ist riesig für einen Kastenwagen, wirklich extrem groß. Da habe ich schon große Wohnmobil gesehen, die hatten nicht so große Hängeschränke. Genau. Die sind meistens ganz flach. Und So, wichtig ist halt hier die Tür, die hängt jetzt ein bisschen, weil das Fahrzeug noch ganz neu ist. Da ist noch gar nicht da geschmiert. ist Folie noch drauf, Folie sehe ich gerade. drauf, genau, Daran da ist noch liegt es. die Folie drauf. Und du siehst, wie bei unseren Fahrzeugen immer, die Toilette wegschiebbar. So dass man jetzt in dem Moment, wo man gerade fährt, eben eine große Dusche hat
und auch als Mann, ich gehe mal rein, als Mann hier drin manierlich stehen kann. Du bist hier groß? 1,81 groß. Ich kann hier stehen, ich kann mich bewegen, ich kann mich eincremen, ich kann mich einseifen und kann mich dann auch abduschen. Und ganz wichtig, das Waschbecken, da haben sich viele schon gefragt, ist hier. Und das läuft natürlich perfekt ab. Es läuft perfekt ab. Das kann man auch aushängen, dieses Teil. Und dann kann man dahinter sauber machen, weil die Siffung mit dem Siffungsrost. Sag das mal gerade. Sitzt da, Genau, wenn da du mal so dahinter. ganz leicht hoch machst, Jürgen, und wenn du mich mal durchlässt. Aber man kann es aushängen. Ja, ich sag ja. Komplett. So. Da oben ist es. Da ist es. Und dann kann man sauber machen, ohne dass man Probleme hat. Und so hängt man es auch genau wieder ein. Das ist auch neu. Das ist im 18er Modell auch schon gewesen. Das ist aber jetzt nichts Neues. Also das ist genauso in dem 19er Modell wie im 18er Modell. Ja, wir haben es ja nochmal gezeigt. Dann kann man sehen, die Dusche selber. Auch hier nochmal der Spiegelschrank. Auch der ist gesichert. So. Tankvolumen Wassertank ist Wasser? ein 100 Liter. 100 Liter. Ja. Abwasser Abwassertanks sind 110 Liter. 110 Liter. Ein bisschen mehr. Und dann kommen wir auch schon. Kann man noch eine Schublade Ja, mit. hier. Oh, die ist auch groß. Mach mal Die auf sind bitte. auch selbst einziehend. Die sind auch groß. Man kriegt also richtig was rein. Ziehen auch bei. Da muss man halt mit dem Knopf drücken. So, und dann sind wir halt in getrennten Betten. Ich zeige noch mal ganz kurz den Bereich vom Bad, dass man das komplett noch mal sieht, ohne dich, von oben bis unten. Das interessiert ja unglaublich viele, gerade die Frauen der Gunst. Dann komme ich zu dir. Unten ist der Ablauf. Auch das kann man unten einfach rausnehmen und reinigen. Und hier ist noch mal die Hebelmischeinheit. Die sieht so aus. Und oben ist noch mal der Duschkopf mit der Regenbrause, die eingebaut ist. Genau. So, und jetzt kommen wir auf das Wichtigste. Wer gut schläft, da gibt es zwei verschiedene Größen von der Länge. Also die Betten sind beide fast gleich groß. Da ist jetzt nur ein paar Zentimeter Unterschied. Ja, aber die macht es vielleicht aus. Ich zeige das mal gerade. Das eine ist ungefähr 5, 6, 7 Zentimeter länger. Genau, weil ist ein bisschen hier, länger. Weil hier ja die Dusche und die Toilette auf der Seite ist. Genau, die Seite ist etwas länger. Das Wichtige ist aber eigentlich, dass du getrennt aus den Betten aussteigen kannst. Du kannst mit diesen Teilen hier im Prinzip das Bett zum Doppelbett machen, wenn man das möchte. Enkelkinder. Genau. Auch mit diesen beiden Teilen, die werden hier integriert, auf den beiden Stellen hier. Das ist alles noch eingepackt jetzt, wie es du siehst, weil das Fahrzeug ja erst kam. So, und dann hat man im Prinzip ein großes Doppelbett. Und ich bin jetzt 1,81 groß. Ich habe zwar jetzt Schuhe an, aber man sieht, selbst ich mit 1,81 kann hier schlafen. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, was ganz wichtig ist, sind die Matratzen. Das sind keine billigen Matratzen, sondern die Qualität der Matratzen ist wirklich extrem gut. Das siehst du auch da nochmal. Also ich liebe es, wenn die Matratzen eine gewisse Härte hat. Gerade auch für am Kreuz und vom Rücken. Und das muss ich wirklich sagen, das ist bei den Matratzen wirklich gegeben, weil die sind extrem gut zum Schlafen. Und jeder Kunde bisher bestätigt mir, dass sie kaum Matratzen hatten, wo sie so gut drauf gelegen haben wie auf denen, dass sie teilweise in ihren Betten zu Hause nicht so gute Matratzen haben. Es gibt ja auch noch Topper. Wenn ich es weicher haben möchte, kann man einen kleinen Topper organisieren. Genau, kann man es noch mal ein bisschen weicher haben, das geht alles. Und da siehst du jetzt von innen die großen Fenster. Ich denke, das kommt dem Fahrzeug sehr zugute. Es ist viel besser wie Viel besser wie hinten in der Hecktüre drin. Man kann auch während dem Schlaf mal rausgucken, morgens wird man wach. Die Sonne geht über dem Meer offen und du hast direkt, süß. hast direkt den Sonnenschein da. Das regnet nämlich gerade. Ja, genau. ich kann's mir. Aber da oben sind noch, ähnlich wie im Flugzeug, hat man riesige Fächer. Beiden Seiten. Beiden Seiten, da kann man halt die Kleider reinlagern und Sachen reintun, die man halt braucht. Dann gibt's, das ganze Fahrzeug ist mit LED-Beleuchtung. Auch hier hinten gibt es wieder USB-Stecker zum Handyladen. Ganz wichtig, Ja. im Kopfbereich. Im Kopfbereich. Man kann jeweils die Lampen hier anstellen als Leseleuchte. Hier unten ist eine integrierte LED-Leuchte noch drin. Durchgehend. Durchgehend von vorne bis hinten. So Ambiente-Licht quasi. Ambiente-Licht. Und hier oben siehst du, das ist die normale Strahlung. Strahlungsbeleuchtung, Bewegungsbeleuchtung, die halt oben integriert ist. Hier kann man das Ganze wieder an- und ausschalten. Ist jetzt nicht angeschlossen, aber hier Aber- vorne sieht man schön auch noch das Fenster. Das Fenster ist natürlich ein Kippfenster, wie man das kennt. Kurbelfenster. Ne? Kurbelfenster, Also, genau. Hochqualität? Gut, das ist eine sehr hohe Qualität, weil alles das, was Kurbel ist, kann nicht einfach sein, weil das schon von der Mechanik her einfach sehr anspruchsvoll ist und von daher sind die alle gut. Auch die haben Mückenschutz und Verdunklung drin, die man trennen kann und die man auch wieder zumachen kann. Ich gucke mal gerade hier durch, es regnet. Wenn du noch mal ganz kurz ein bisschen aufkurbelst und das mal auflässt, dann sieht man mal schön, wie das aufgeht. Was natürlich nachts natürlich eine tolle Sache ist.
Genau. Den nochmal zu. Das wird aber von euch, also grundsätzlich, wenn die Fahrzeuge ankommen, wird erstmal ich sag mal, eine Grundingangsetzung gemacht. Inbetriebnahme sagen wir dazu. Ja. Die Fahrzeuge werden bei uns alle in Betrieb genommen, weil da viele Sicherungsmaßnahmen drin sind für während dem Transport auf dem LKW, dass da nichts passiert, wie jetzt bei der Toilette zum Beispiel ist das gesichert. Und das wird alles von uns in Betrieb genommen, einmal von der Wasserpumpe hin bis zur Toilettenspülung, bis zur Elektroversorgung. Das ist auch mehrere Stunden Heizung. Arbeit, das wird alles von euch genau gecheckt. Genau, wird einmal komplett durchgecheckt. Du kannst so kalkulieren, dass bei diesen Fahrzeugen hier, Kastenwagenfahrzeugen im Prinzip, wie wir immer sagen im Sprachjargon, ungefähr 3 Stunden brauchen für so ein Fahrzeug komplett in Betrieb. Und der kam jetzt, der hat nichts erfahren. Gar nichts. Der ist heute Morgen, hat er hier gestanden, der Fahrer auf dem LKW hat geschlafen. Hast du Ich mir kam gesagt, um 8 Sven, Uhr. Sven, Genau. du musst das Ding filmen. Genau. Das ist der Moveo. Einen Namen hast du auch von dem? Ja, der heißt Moveo und dann heißt der EB Einzelbett 630. EB 630. EB 630. Emil Bertha. Genau. EB 630. So, und wenn du jetzt mal kurz rauskommst, ich mache jetzt mal was Besonderes, mal ganz raus. Ich gehe jetzt nämlich mal ins Ende von dem Fahrzeug und zeige einmal hier unten hier diese Schränke, die unten drunter sind. Denn gerade Frauen, die freuen sich ja, hinten ist eine Durchreiche nach hinten. Und hier habe ich noch mal jede Menge Staumöglichkeiten. Aber das können Sie am besten dann mal sehen, wenn Sie hier vorbeikommen. Und hier ist übrigens noch die Klappe für die Durchreiche, von der wir eben gesprochen haben. Die kann ich aufmachen und dann kann ich komplett etwas durchreichen. Ich gehe mal ganz ans Ende hin. Dann kann ich Ihnen mal zeigen, wie viel Raumgefühl hier dieses Fahrzeug hat. Wir sind in einem 6,30 Meter Kastenwagen von Fiat. Der Moveo EB630. EB steht für Einzelbetten. Und in der, ich sag mal, sehr, sehr gefragten Version der Längsbetten. Nicht der Querbetten. Das heißt auch für lange Personen wie den Jürgen mit 1,81 auf der rechten Seite überhaupt kein Problem. Mit Top-Matratzen. Der hier hat auch eine Fahrerhausklima. Der hat eine Fahrerhausklima drin, der hat Tempomat drin, elektrische Spiegelverstellung, elektrische Fensterheber, Spiegelantenne. Der hat eine Solaranlage drauf, da ist eine automatische Sattanlage drauf, ein Knopfbedienung, sprich wie zu Hause, einmal Fernbedienung, einmal Knopf drücken, alles andere geht automatisch. Spiegelantenne heißt, die UKW-Antenne ist im Spiegel. Genau, die UKW-Antenne ist im Spiegel auf der linken Seite integriert. Das klappt sehr, sehr gut. Das geht sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, man braucht keine Angst zu haben, dass man mal irgendwo was abgebrochen bekommt, weil keiner die Antenne sieht und sie stört auch nicht. Dann hat der diesen 18 Zoll LED-Bildschirm schon drin. Er hat die Außenmarkise dran, er hat den Radträger dran, ist Metallic-Lackierung, 4 Aluminiumfelgen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die man außen sehen. Ich zeige dir mal gerade außen, das wir sehen. Der Feuerlöscher ist schon eingebaut, der kommt so ab Werk. Das zeige ich mal gerade, alles so Kleinigkeiten, die ihren Platz natürlich dort haben, wo man sie braucht, neben der Küche, direkt am Ausgang. Und hier sind die Alufelgen mit dabei. Genau. Ja, über was sprechen wir hier? Ungefähr Pi mal Daumen. Warte mal. Du siehst die LED-Beleuchtung auch noch unterhalb der Markise, die man von innen, ich mache gerade die Tür zu, die man von innen anschalten kann. Sehr wohlwollendes Gefühl, wenn man abends unter der Markise sitzt, am Tisch. Das heißt, ich brauche jetzt nicht extra nochmal diese Weihnachtsbaumbeleuchtung auspacken. Genau. Was ja auch wichtig ist. Omnistore zeige ich mal gerade. Genau. Also wirklich ein tolles Produkt, ist direkt mit eingebaut. Ja. Ungefähr, wo liegen wir ungefähr bei dem hier? Ich kann dir das ziemlich genau sagen, Sven. Also wenn du das siehst, dieses Fahrzeug, so wie es ist im Prinzip voll ausgestattet. Ich sage immer, das ist das, was von 10 Käufern 8 haben möchten. Das Einzige, was es jetzt optional noch dazu gäbe, was wir auch dran machen könnten, wäre die Anhängerkupplung. Und das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, ohne die Anhängerkupplung, mit dieser Vollausstattung, inklusive der Solaranlage, liegt das genau bei 57.000 Euro. Und brutto, inklusive Steuer? Inklusive Steuer, allem drum und dran. Wenn man jetzt schaut, bei den Mitbewerbern, dann wird man Überführung mit drin? Überführung mit drin, wird man sehr schnell feststellen, dass dieses Fahrzeug mit dieser Ausstattung sehr, sehr günstig ist. Die Lebensdauer von den Fahrzeugen, die gibt es ja auch im Lkw-Bereich, laufen die ja 300.000, 400.000 Kilometer. Ja, ich habe schon Fahrzeuge gehabt, die kurz vor einer Million waren. Also die Motoren sind eigentlich unverwüstlich. Die meisten natürlich im Leasing gehen irgendwann nach 4, 5 Jahren raus, genau. Aber
Jetzt ist das ja so mit der Lebensdauer, das hier ist ja ein Fahrzeug, das kann man auch im Winter benutzen. Das, ich sag mal, das nimmt man schon mal eher mit wie ein großes Wohnmobil, oder? Ja, es ist also ideal, wie gesagt, als Zweitwagen. Du kannst Städtereisen machen, du kannst damit nach Portugal über Winter fahren, du fährst in Wintersport damit, ein Kurztrip am Wochenende. Dieses Fahrzeug lässt im Prinzip alles das zu, was man gerne machen möchte damit. Und deswegen sind sie auch so begehrt. Du fährst ab und zu mal nach Portugal, du fährst gerne Rad. Also Genau. hier drüben ist noch der 230 Volt Anschluss, wenn du mir den mal kurz zeigst, können wir mal drüber reden. Das ist die Außeneinspeisungssteckdose, da kommt der Strom von außen rein und dann kann man eben das Fahrzeug auch innen drin mit 230 Volt betreiben. Super. Also du selbst, ich sag mal jetzt, es gibt einige Stellen, da sollte man sich nicht hinstellen. Ich meine, die auch bekannt sind, zum Beispiel in Südfrankreich auf dem Parkplatz an der Autobahn. Da habe ich schon mal gehört, eher nicht. Eher nicht, genau. Ja, Ja, ja. Aber so, ich sag mal, sich mal in eine Großstadt zu stellen und da einfach mal. Ist kein Problem. Ich fahre ja, wie du gerade auch angedeutet hast, jedes Jahr einmal durch ganz Frankreich runter bis nach Portugal, ohne irgendwo einen Pfennig Maut in Frankreich zu bezahlen. Ich fahre also immer nur über die Nationalstraßen. So 3 Tage bin ich unten an Algarve. Und die erste Sicherheitsmaßnahme ist immer da, wo man steht. Du kannst mit diesem Fahrzeug in den Städten überall auf jedem Parkplatz stehen. Es gibt keine Vorschriften, weil das Teil zählt wie ein Pkw. Auto. Wie ein ganz normales Auto. So, und Die Höhe? die Höhe ist 2,65 Meter. Das geht also in jeder normalen Carport auch rein. Von daher sind die Fahrzeuge auch so unheimlich beliebt. So, jetzt bin ich ein interessierter Käufer und komme zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, wo du ja auch viele Kunden hast, ja. Was spricht denn dafür, das bei dir trotzdem zu nehmen? Ja, das heißt, den Service kann ich überall machen. Also den Service, Also jetzt von dem Fahrzeug selber. Das ist ja ein Original-Auto von Fiat, kann ich genau, im Fiat-Händler man gehen? kann, also sobald das Fahrzeug hier bei mir verkauft wird, melden wir das Fahrzeug im Intranet bei Fiat an und man kann zu jedem Fiat-Händler gehen und lässt da seine Inspektionen machen. Das ist ganz normal. Der sich übrigens auch freut, weil an dem Fahrzeugverkauf hat er oft nichts mehr verdient, an der Inspektion schon. Genau, da verdienen er eben richtig Geld. Alles das, was den Aufbau betrifft, sage ich immer den Leuten, die aus Nordrhein-Westfalen kommen oder die aus Bayern kommen oder sogar aus Schleswig-Holstein. Da macht es keinen Sinn, wenn mal ein Wasserhahn tropft, weil da ein kleiner O-Ring kaputt ist, der 3,50 Euro kostet, hier runterzukommen. Da sind die Kosten teurer des Fahrens wie das, was die Reparatur kostet. Da geht man zum nächsten Händler, lässt das reparieren und gibt uns die Rechnung und dann bezahlen wir die und dann ist es damit auch getan. Das Einzige, wo wir drauf bestehen, sind halt die Dichtigkeitstests des Fahrzeugs, weil die kann man gut machen und die kann man schlecht machen und das muss jedem Käufer auch selbst klar sein, dass er da großen Wert drauf legt und da sagen wir und ich halt im Speziellen, möchte ich gern, dass das Fahrzeug jedes Jahr einmal zu uns kommt, um diesen Dichtigkeitstest zu machen, damit wir auch sicher sind, weil 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie drauf ist, dass eben nach den 5 Jahren nichts passiert. Du bist gelernter Kfz-Elektrikmeister, frage ich mal. Nee, was bist du? Elektromeister. 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 So, Ganz du bist normal. Elektromeister. Genau. So, aber du hast einen hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, ich sag mal, wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen. Bei dir kommt nichts ins Haus, was irgendwie klappert, rappelt, Schrott ist, wo du öfter mal sagst, das haben wir mal zurückgeschickt. Diese Fahrzeuge hast du schon länger im Bestand. Der Moveo, der Name ist jetzt neu, dahinter steckt zumindest mal im Jahr 2018 noch teilweise ein Bavaria. Gute Fahrzeuge. Ja, es sind sehr gute Fahrzeuge. Jeder, der die Fahrzeuge bisher gekauft hat, ist hochzufrieden damit. Und es ist nur eine Namensänderung, um das nochmal deutlich zu sagen, Sven. Es gab da namensrechtliche Probleme mit den französischen Händlern, die halt diesen Namen Bavaria, obwohl es ein deutscher Name ist, im Prinzip irgendwo rechtlich gesichert hatten für den Verkaufsmarkt Frankreich und deswegen mussten wir reagieren und deswegen hat Pilote, die Hersteller dieses Fahrzeugs sind, uns eben die Namensrechte von Moveo gegeben. Allerdings ist das dasselbe Fahrzeug, nur dass der Name jetzt für Deutschland eben Moveo ist. Sprich, in Deutschland heißen die Fahrzeuge Moveo, in Frankreich heißen sie Bavaria. Sogar das Logo ist dasselbe. Ja. So, das bleibt. Und du hast extra zum Beweis mal eine Tüte mitgenommen, die holst du mal gerade. Das Ganze ist nämlich in einem Verbund und du warst nämlich auf der Messe, Genau. das ist die Messetüte, Das ist die Pilote. Genau, das ist die Pilote-Gruppe in Frankreich. Da gibt es Pilote, dann gibt es die verschiedenen Marken wie Frankia, die alle zu Pilote gehören. Und da ist auch der Markenname Moveo. Und das ist das,
eben genau Neben Bavaria. neben Bavaria. Wie gesagt, für die Franzosen bleibt es Bavaria und für uns Deutsche wird es der Moveo. Oder ist es der Moveo? So, ist es der Moveo. Auf Basis Ducato, so, Abmoderation. Wir sind bei wohnmobile-saarland.de. WVS, ihr seid doch die ADAC Wohnmobilvermietung. Ihr habt hunderte Wohnmobile schon gehabt in eurem Leben, nehme ich mal an. Ja, schon ein paar. Schon mal. So, ihr habt eine eigene Werkstatt, ihr habt, man kann dort reinfahren, ihr macht die Nachrüstung. Ich kann auch gerne, Trier ist unweit die älteste Stadt Deutschlands. Saarland hat auch einiges zu bieten. Also wenn ich einfach vorbeikomme, plane ich einfach einen Trip hier drüber. Du bist sogar ganz nett, wenn du nicht allzu gestresst bist. Also das klappt ganz gut. Wo findet man dich? Ja, wir sind in Saarlouis in der Industriestraße 3. Das Industriegebiet nennt sich Metzerwiesen. Da sind wir und wie du gesagt hast, und du bist ja schon ein paar Mal hier gewesen, du siehst, dass wir immer an Fahrzeugen am Bauen sind, am Nachrüsten sind, ob das eine Solaranlage ist, ob das eine Sattanlage ist oder wie du gerade eben gesehen hast vom Kunden, der ein älteres Wohnmobil hat, die auch bei uns kommen, wo wir einen ganzen Kühlschrank getauscht haben, weil der Kühlschrank nicht mehr zu retten war, der alte, weil eben die Kühlflüssigkeit rausgegangen ist, weil er undicht war. Genau, du freust dich auch und machst das Ganze mit viel Liebe. Das kann ich bestätigen aus erster Hand. Ansonsten, der ADAC arbeitet ja auch nicht mit jedem zusammen, muss man fairerweise sagen. Das ist auch so, ja. Genau, so. Ja, vielen Dank. Wenn Sie das Video sehen, alle Details finden Sie nochmal im Video drin. Der neue Moveo EB 630, wobei ich habe es geschnallt, EB Einzelbetten 630 für die Länge. Deswegen hast du auch direkt gewusst, dass er 6,30 Meter lang ist und ich nicht. Genau. So. Was noch wichtig ist zu sagen, wer Interesse an so einem Fahrzeug hat, man muss sagen, dass der Markt für nächstes Jahr sehr, sehr stark am Boomen ist. Und dass die Verfügbarkeit ist übersichtlich. Genau, und die Verfügbarkeit ist übersichtlich. Also ich habe mehrere Fahrzeuge geordert fürs nächste Jahr, Ablieferdatum Dezember. Und wer eins haben möchte, ob 6 Meter oder 6,30 und Interesse Dezember dran hat, 2018. 2018, genau. Der kann gerne vorbeikommen und kann sich die Fahrzeuge angucken, weil ich gehe davon aus, dass ab März, April kein Fahrzeug mehr verfügbar sein wird. Oh, es boomt. Vielen Dank, Jürgen Jung, Elektromeister, nicht Kfz-Elektromeister, sondern Elektromeister aus Leidenschaft, Wohnmobile, Vermietungsservice aus Saarlouis, wohnmobile-saarland.de. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön, Sven.